Freunde, schön, dass ihr da seid. Es ist 2024. Letztes Jahr war wild. Oha. Mega. Ich habe einiges vor dieses Jahr und ich kann es kaum erwarten anzufangen. Heute geht es erstmal weiter mit einem kleinen Werkstattoptimierungsprojekt. Los geht's! Ich bin hier gerade dabei, so eine kleine Vorderzange zu bauen. Ist noch nicht fertig. Das Ganze ist sehr praktisch, wenn ihr zum Beispiel ein Holzstück befestigen wollt, um das dann zu bearbeiten. Aber wir brauchen natürlich hier noch so einen Stiel. Das hatte ich noch auf Lager und das passt natürlich so gerade nicht da rein. Da fehlen ein paar Millimeter. Es gibt jetzt verschiedene Optionen. Ich könnte jetzt in den Baumarkt fahren, ein passendes Rundholz kaufen und dann wäre die Sache erledigt. Langweilig. Dann gibt es eine Methode, da kann man sich eine Vorrichtung bauen, hier gelagert mit dem Akkuschrauber und dann hier mit der Tischkreissäge quasi da entlang fahren. Ja, kann man machen. Aber ich habe ja jetzt auch eine Drehbank, Leute. Und damit wir auch vernünftigen Abtrag haben bei der ganzen Geschichte, möchte ich diese Oberfräse einbauen, beziehungsweise einen Adapter bauen, dass ich die mit der Drehmaschine verwenden kann. Das ist am Ende nicht nur cool, um Holz zu bearbeiten, sondern natürlich auch Aluminium. Klingt natürlich jetzt nach ziemlich viel Aufwand, nur um dieses kleine Stück Holz zu bearbeiten, aber ich liebe das, so reale Anwendungen, ja. Dann stoppe ich lieber bei diesem Projekt, kümmere mich um eine Maschine und habe dann mein Ergebnis und vor allem die Möglichkeit in Zukunft sowas natürlich dann viel schneller herzustellen. Im Optimalfall kann ich mit dieser Vorrichtung auch andere Sachen machen. Aktuell ist es mir nur möglich, an der Seite und hinten Material wegzunehmen, aber ich möchte in der Zukunft halt auch eben solche Sachen machen. Ihr seht diese markierten Bereiche, die sollen ausgefräst werden und dafür baue ich mir eine Vorrichtung. Ey, wenn das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle, ne? Ich habe richtig Bock. Wir bauen die ganze Vorrichtung aus Aluminium. Mega, Leute. Das hat ungefähr 10 Minuten gedauert. So, das passt jetzt noch nicht. Ich hatte nicht die passende Lochsäge, deswegen drehen wir das jetzt noch aus. Leute, zieht euch das bitte rein. So erstellt man einen unglaublich dünnen Ring. Ich bin gespannt, ob es passt jetzt. Wunderschön ist es. Es ist eine neue Dimension. Wir bewegen uns jetzt im Bereich Maschinenbau, Leute. Also, sorry, aber wenn das nicht krank ist, weiß ich es nicht. Weiter geht's. Hier kommt jetzt noch ein Schlitz rein, ungefähr wie bei diesem Teil hier, ja. Sieht ja schon fast so ähnlich aus. Könnte ich jetzt einfach hier sägen, aber ich will es ein bisschen ordentlicher haben. Also ab an die Baby Bridgeport. Jetzt müssen hier Löcher rein, damit diese Schraube hier so eingearbeitet werden kann.
Mega gut, Leute. Jetzt kommt hier noch dieser Hebel dran. Den müssen wir ein bisschen umbauen, damit wir ihn dran bekommen. Und dann sollte die Spannvorrichtung erstmal fertig sein. Cool an dem Hebel, den kann man halt in jede Position einstellen. Dann ist er nie im Weg. Ah, Leute, das ist ja wohl, das ist ein Teil jetzt hier. Es ist mega massiv. Supermassive Stability Stuff. Jetzt müssen wir das ganze Ding noch an dem Multifix befestigen. Das heißt, wir brauchen hier nochmal ein zweites Stück Aluminium. Hihi. Die beiden Teile sind jetzt perfekt zusammengespannt. Hier unten bohre ich jetzt einfach mit dem Akkuschrauber Löcher rein, dann habe ich hier meine Markierung. Upsi. Ich glaube, alle, die schon mal sowas gemacht haben, wissen, wie schön es ist, wenn sich das alles leicht mit der Hand zusammendrehen lässt. Und nicht irgendwie bei 3 Löchern eine Schraube schön das Loch nochmal größer bohren, damit es passt. Das ist hier wirklich, das ist mega gut. Imbusschlüssel, zack, schön handfest. Fertig. Oh, guck mal, wie massiv das ist. Geil. Als nächstes fräse ich jetzt 2 Schlitze in die Aluminiumplatte. Leute, das ist eine 18 Volt Akkufräse. Das Ding hat so viel Power, das ist unnormal. Jetzt brauche ich noch ein Stück Stahl, was hier reinpasst. Das wird dann die Verbindung hinterher zur Drehmaschine. Ist das fett. Ich werde jetzt die Ecken hier noch ein bisschen abschneiden, dass es ein bisschen optisch schöner wird und man sich hier nicht verletzen kann. Und diese Schrauben noch mit Loctite festmachen, damit alles schön sicher ist. Mit diesen Schrauben kann ich jetzt diesen Haltesteg in der Höhe verändern und dadurch kann ich perfekt meine Oberfräse ausrichten. Theoretisch. Okay Leute, das wirkt schon mal wie ein Teil. Es ist so fett. Jetzt die Fräse rein. Alter, was?
Ist das krass. Das ist so massiv einfach. Dank dem Multifix-System kann ich jetzt auch meine Höhe direkt einstellen. Ihr wisst ja, ich will in der Werkstatt stehen und meine Ideen realisieren. Das muss natürlich auch irgendwie finanziert werden und deswegen wird es dieses Jahr etwas geben, was es noch nicht gab. Und zwar, ich werde Sachen bauen, die ich an euch verkaufen werde, die ihr dann kaufen könnt. Das ganze Projekt und Konzept wird Flow heißen. Ich arbeite seit ein paar Monaten da schon im Hintergrund dran. Und was das genau ist, werdet ihr in der nächsten Zeit erfahren, auch auf Instagram und so, also kommt da auch mal hin. Für dieses Flow-Projekt habe ich meine Werkstatt ein bisschen umgebaut, beziehungsweise habe gewisse Sachen optimiert. Da wird es auch nächstes Mal noch ein Video rüber geben. Und diesmal bin ich aber noch ziemlich Drehbank verliebt. Okay, los geht's, komm mit. Komm, guck hier. So, Freunde, und jetzt geht's los. Unser Holzstück. Wir erinnern uns, das passt hier immer noch nicht rein. Was wir jetzt machen, einspannen. Da. Hinfixieren. Kleiner Test. Okay, läuft gut, denke ich. So, wir brauchen hier 30 mm und haben aktuell 35, okay. Bevor wir jetzt eskalieren und richtig euphorisch losfräsen, müssen wir natürlich noch mal kurz was checken. Und zwar die Drehrichtung. Wir haben ziemlich viel Bewegung in der ganzen Sache. Wir haben die Drehrichtung vom Fräser, die ist fest. Wir haben die Drehbank, die bewegt sich nach links oder nach rechts. Das können wir einstellen, was sehr praktisch ist. Und wir haben natürlich noch diese fortlaufende Bewegung vom Schlitten. Das müssen wir alles richtig einstellen, damit der Fräser richtig gefüttert wird. Und dann kann es losgehen. Juhu! Die Drehrichtung passt. Wir fahren von hier nach vor. Guck dir das an, ey. Hey, los geht's. Der Staubsauger bringt halt mal gar nichts, ne? Egal. Weiter komme ich hier nicht, ich stoße mit dem Schlitten an. Ich muss jetzt das Holz umdrehen. Das Fett. Zack. Hi, guck dir mal bitte dieses Modul an hier, ey. So, Feinschliff. Fertig. Jetzt gucken wir mal, ob es reinpasst. Oh. Es ist ein bisschen eng. Hier sind noch so kleine Lackreste, die feile ich mal weg. Boah. Das ist zu Spack, Leute. Das geht natürlich nicht. Das hat sich richtig gelohnt. Boah, es fühlt sich mega gut an. Optisch wunderschön. Jetzt gucken wir, ob es passt, dann wird's gut. Aha. Yes. Geil.
Boah, das Beste finde ich, das hier habe ich gar nicht geplant, ne? Dass das hier dicker bleibt. Ging ja einfach nicht wegen der Drehbank, weil ich nicht komplett rüberziehen konnte. Und jetzt habe ich natürlich die perfekten Stopper dafür, dass es hier nicht durchrutschen kann. Mega. Super, das kann jetzt einen Moment einziehen. Ich mache die Vorderzange mal eben fertig. Okay, sieht gut aus. Wir testen es mal mit einem kleinen Stück Holz. Okay, das Ganze funktioniert wunderbar. Ich bin sehr zufrieden, dass ich jetzt diese kleine Vorderzange in der Werkstatt habe. Das Stück Aluminium, was ihr am Anfang gesehen habt, kann ich jetzt noch nicht bearbeiten, denn ich habe noch ein Problem. Das 3-Backenfutter von meiner Drehmaschine lässt sich noch nicht feststellen. Da muss ich mir irgendeine Vorrichtung bauen, dass ich das feststellen kann, am besten so gradgenau. Und dann kann ich halt solche Fräsungen in Zukunft machen. Ah, kann man verliebt sein in eine Maschine? Ja, definitiv, das ist der Beweis. Freunde, ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Gucken wie ich beim Bauen. Was es mit diesem Flow-Konzept auf sich hat, werdet ihr bald erfahren. Abonniert gerne diesen Kanal und auch Instagram, da bekommt ihr wahrscheinlich eher Informationen. Ansonsten kommt gerne bei Patreon mal vorbei. Das würde mir auch dieses Jahr nochmal wahnsinnig viel helfen. Und ich habe so Bock auf die nächsten Projekte, Leute. Wir sehen uns. Top, Freunde, wir haben ja noch eine neue Community-Kategorie. Ihr stellt einfach in den Kommentaren Fragen, Hashtag Q&A verwenden, so. Und dann beantworte ich 3 von euren Fragen. Los geht's, viel Spaß, bis dann. Damit ich mich nicht zu sehr verquatsche, gebe ich mir 1 Minute Zeit, um diese 3 Fragen zu beantworten. Los geht's mit Frage Nummer 1. Eine Frage, die ich sehr häufig bekomme. Wie hast du eigentlich Laura kennengelernt? Wir haben uns letztendlich Kurzvariante über Instagram kennengelernt und sie hat damals ihre Werkstatt ausgeräumt so ein bisschen und hatte einen größeren Schrank übrig. Hatte mich gefragt, ob ich diesen Schrank brauche. Ich brauchte diesen Schrank natürlich überhaupt nicht. Habe aber die Möglichkeit gehabt, sie kennenzulernen. Deswegen habe ich einen Sprinter besorgt, diesen Schrank abgeholt, Laura kennengelernt und seitdem arbeiten wir eigentlich zusammen. Also die beste Entscheidung ever. Das ist einfach großartig, da bin ich immer noch sehr dankbar für. Beste Grüße, Laura. Und weiter zu Frage Nummer 2. Die Minute ist bestimmt schon umfasst, oder? Egal. Wenn du dich für eine Maschine entscheiden müsstest, 3D-Drucker, Drehmaschine, Lasercutter oder CNC? Ja, also ich glaube, ihr habt es ja heute gesehen, Drehmaschine, Drehbank steht ganz weit oben. 3D-Drucker, Leute. Ich hatte mal einen 3D-Drucker. Ich bin nicht so ein Fan wegen diesem Plastik. Ich mag 3D-Druck nicht so gerne. Ich bevorzuge mal andere Materialien. Hier, wenn das unter CNC steht, zählt. Shaper Origin, bin ich natürlich auch am Start, ne? Lasercutter, ja, ist nett, aber hole ich mir vielleicht noch. Die Frage fand ich auch sehr spannend. Dein erstes Bauvideo auf diesem Channel ist 5 Jahre alt. Wie sehen deine Videos in 5 Jahren aus? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt noch YouTube mache. Keine Ahnung, was passiert. Was ich aber weiß ist, ich will immer nur das machen, wo ich Bock drauf habe. Das heißt, bei mir wird es keine Videos geben, wo ich mich jetzt hinsetze und überlege, okay, was kommt denn gut auf YouTube an? Sondern es gibt halt das, was ich halt mache, meine Projekte, an denen ich arbeite. Das kann mal hier komplett in der Werkstatt sein, das kann oben in der Wohnzimmerwerkstatt sein, es können irgendwelche Reparaturen sein. Das, was mich halt gerade im Leben beschäftigt, werdet ihr hier sehen und nichts anderes. Okay, Freunde, das war's. Bis bald. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da. Tschüss!